Wie geht's? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? In diesem ASMR-Video auf Deutsch lerne ich ein bisschen Deutsch. Dieses Buch ist sehr nützlich. Also, in diesem Video, ich lerne sein. It's a little bit important, that verb. To be. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ich weiß das nicht, ihr seid. I hope you enjoy the video. If you do, click like and leave a comment as well. Ich möchte Tipps, bitte. Especially with my pronunciation. Okay, so we're going to do some activities today. Aktivitäten. Hier ist Übung 3.6. In the blank provided, write in the missing pronoun or the form of the verb sign. Es ist. Es ist. He. No, it is. Ich bin, I am. Ihr seid, you are. Sie, singular, ist, she is. Ich bin, I am. Du bist, you are. Sie sind, they are. Oh. Sie ist, maybe. How many can I see? She is. You are. Oh. I think it's you. Sie sind as well. Wir sind, we are. Es ist again, it is. Du bist, you are. Ihr seid. You are. No matter what pronoun or noun is the subject of a sentence, a question can be formed, and, like the questions described in chapter 2, they are formed by placing the verb before the subject. Er ist klein, he is small. Ist er klein? Is he small? Übung 3.7. Rewrite each statement as a question. Das Haus ist groß. The house is big. Ist das Haus groß? Die Häuser sind klein. Those, oh no, the houses are small. Sind die Häuser klein? Are the houses small? Er ist jung. He is young. Ist er jung? Is he young? Sie sind alt. They are tall. Sind sie alt? Are they tall? Du bist klein. You are short. Bist du klein? Are you small? Are you short? Wir sind Töchter. Sind wir Töchter? Are we sisters? Die Kinder sind hier.
Sind die Kinder hier? Are the children here? Ihr seid Bruder. Seid ihr Bruder? Are you brothers? Sie ist Lehrerin. Ist sie Lehrerin? Is she a teacher? Die Stühle sind alt. Sind die Stühle alt? Are the chairs big, tall? Ich bin alt. Bin ich alt? Am I tall? Dieser Mann ist Professor. Ist dieser Mann Professor? Professor, Professor. Is this man a professor? Sie ist neu. Ist sie neu? Is she new? Es ist groß. Ist es groß? Is it big? Is it tall? Herr Braun, Sie sind Arzt. Herr Braun, sind Sie Arzt? Mr. Brown, are you a doctor? This is the capital S because it's you formal. Okay, we're on chapter 4 now. Titles, locations and interrogatives. Titles: Herr, Frau, Fräulein, which I believe you don't use anymore really. Generally not used anymore, it's considered somewhat sexist, since it literally means little woman. I have a German friend at work and I called her Fräulein and she was like, no, don't say that. Germans now only use Frau to refer to either a married or a single woman. The word Herr literally means gentleman. The word Mann means man or husband, and is a more casual term to refer to a man, since mein Herr. Say mein Herr when you wish to convey the English meaning of Sir. Mein Herr, ist das Ihr Buch? Sir, is that your book? Ist der Mann Sportler? Is the man an athlete? Mein Mann ist Richter. My husband is a judge. Judge is Richter. The word Dame means lady and politely refers to an unfamiliar female. The word Frau means woman or wife and is the more casual term to refer to a woman. Diese Dame ist Ärztin. This lady is a doctor. Diese Frau ist meine Schwester. This woman is my sister. Meine Frau heißt Angela. My wife's name is Angela. When addressing both men and women politely, you say meine Damen und Herren or meine Herrschaften. I don't know when I'm going to be doing a business meeting or a dinner party in German, but I'll try and learn it. Meine Herrschaften. If someone has a professional title, Herr and Frau precede those titles to be polite. Herr Doktor, Frau Doktor, Herr Professor, Frau Professor, Herr Minister, Frau Minister, Herr Direktor, Frau Direktor. When providing someone with your name, you usually say your last name first, followed by your first name. An exchange with someone regarding your name would look like the following. Guten Tag, ich heiße Braun, Felix Braun. Guten Tag, Herr Braun. Tina Benz, guten Tag, ich heiße Benz, Tina Benz. Guten
depends. I will do all of them, but Martin Schäfer. Guten Tag. Ich heiße Schäfer. Martin Schäfer. Punkt. Guten Tag. Herr Schäfer. And the same with boys. Angelika Schneider, Maria Schulze, Erik Neumann, Sonja Kraus, Heinrich Gasse, and Marianne Becker. So it would be Guten Tag. Ich heiße Becker. Marianne Becker. Guten Tag, Frau Becker. Das hoffe ich. Thomas Schnell, Gabriela Kiefer. Okay. Dieses ist interessant. Locations. Many geographical locations in the world have German names that are identical to their English names, and some are similar but still quite recognizable, and others are completely different in form. Let's look at some of these locations. Kontinente, Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktis. Länder, das Land. I think das Land is the country. Deutschland, die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, England, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Spanien, Städte, ein Staat, zwei Städte, Berlin, Hamburg, London, Madrid, Moskau, München, Paris, Rom, Warschau, Washington. When you say, or when you wish to say, that someone or something is in a certain location, use the German preposition in. Paris ist in Frankreich. Or do you say Paris as well as en français? Paris oder Paris. Mein Vater wohnt in Berlin. Using the names and locations given, write brief sentences that tell where someone is and when and then where that person lives. Herr Braun ist in Deutschland, wohnt in Deutschland. Okay. Frau Bauer ist in Italien und sie wohnt in Italien. Ja. Die Kinder sind in Russland und sie wohnen in Russland. Der Diplomat ist in
Richter, rum. Ein Richter was a judge, right? Ein Richter ist in Rom und er wohnt in Italien. Und sie wohnen in Russland oder Moskau. Mos with a K. Moskau. Ja. Frau Bauer ist in Italien und sie wohnt in Rom. Oder? Frau Professor Schneider, München. Frau Professor Schneider ist in Deutschland und sie wohnt in München. Der Direktor Europa. Der Direktor ist in Europa und er wohnt in Paris oder Paris. Meine Frau, Frankreich. Meine Frau ist in Frankreich und sie wohnt in Paris. Mein Mann Afrika. Mein Mann ist in Afrika und er wohnt in Casablanca. Ihr Bruder Warschau. Ihr Bruder ist in Polen und er wohnt in Warschau. Ihre Töchter, Spanien ist Bruder, Brüder. Nein, Bruder. Ein Bruder ist die Brüder sind. Ihre Töchter sind in Spanien und sie wohnen in Madrid. Okay, I'll leave it there and we'll carry on with this next time. Dankeschön, thank you so much for watching. Thank you for any of your lovely comments. And click subscribe if you're new to the channel. And I'll see you again really soon, okay? Dankeschön, bye, 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 bye. Tschüss.